Internet. Hello Eisenbahnfreunde. Hello fellow modelers. Another video from Engaging. Schon noch ein Video von Engaging. So, Endspur, das ist in Deutsch, glaube ich schon. Ja, ich muss auch ein bisschen Deutsch sagen, oder? So, dieses Video werde ich beide in Deutsch und Englisch machen. Ich habe schon ein paar Fragen, kann ich ein paar englischen Videos machen. Und ich möchte sagen, dass wenn ich englische Videos mache, ich kriege ganz viele Leute gucken und sprechen auch meine Videos. So, darum habe ich so 50% Deutsch und 50% Englisch gemacht. So just saying that I've had some requests to do some videos in English, and obviously I'm trying to cut down the work factor that I've got, and trying to do like 50-50, half in German, half in English, because obviously I want to try and reach as much audience as I can, with this being like a German locomotive company that I'm buying my models from most of the time. For example, Bravo, Fleischmann, Hobby Train, and a couple of others that I've bought some stuff from, like Arnold's, etc. Although Arnold's now owned by Hornby. So I don't really get as many comments and as views on my English videos, but when I do a combination of the both, I seem to get a massive hit on it. So that's the reason why I've restrained from doing one of each. It's not just about breaking it into two videos, but it's the amount of time that I've got available with regards to my condition, because I've got serious back issues. I don't want to go into that too deep, but obviously it's just I had a car accident some years ago, and it's had an effect on the base of my spine, so I can't hold my camera for very long. It gets very shaky. So ich habe gerade gesagt, darum ich mache diese Videos nicht auf ich sage nicht, in einer Woche mache ich ein Video, oder ich weiß nicht, wenn ich ein Video mache. Meine Ruck ist ganz kaputt. Ich habe einen Autounfall gehabt, ein paar Jahre schon. Jetzt bin ich gesund, aber meine Ruck ist immer noch nicht cool. Jeden Tag ist anders. Ich weiß nicht, was ich tun kann von jedem Tag. So, ich mache den Video, wenn ich Lust habe und wenn ich kann mit meiner Kamera, mit meiner Hand halten. Aber wenn mein Ruck ist nicht gut, dann kann ich den Kamera nicht halten. Das ist zu schwer für mich. So, ich muss das tun, wenn ich gesund bin oder wenn ich alles ist cool jeden Tag. So, darum mache ich Videos, wenn ich Videos machen will, und nicht, ich sage nicht Bescheid, ja, ich mache ein Video in 3 Tagen oder eine Woche. Ich weiß nicht genau, wenn ich das Video machen kann. Mein Ruck spielt nicht, wenn ich das haben will. So, hoffentlich verstehen Sie alle, und ja, wenn ich besser gesund bin, ich muss bestimmt etwas anderes auf meinen Ruck mit dem Doktor machen, aber das kommt in ein paar Jahren schon, nicht jetzt. So, genug Quatsch, und jetzt fangen wir an. So I just wanted to say that obviously I've just been explaining in German that because of my back problem I can't really just do what I want to do when I want to do it. I just have to put up with it when I can. But I want to get on with the video now and just show this new locomotive I've got. So, diese Loco, das ist ein BR43, das ist die Schwester von der BR44, habe ich im Januar gekriegt, und ich habe bis jetzt gewartet, diesen 43 zu kriegen. So I bought the BR44 in January, had lots of problems with it, sent back, got 3, I've replaced it 3 times. In fact, I've actually sent the other one back because the interior light doesn't work, which is working on this one, which you'll see in a minute. So this is the sister of the BR44, this is the BR43. And the difference between the two is just pretty outstanding, you can tell straight away. Auf der BR43, Sie können jetzt sehen, diesen Tender hier, das ist ein Öltender. Auf die BR44, das ist cool. Und das ist was ist anders von die beiden Loks. So just saying that the tender on the back of this one is an oil tender, on the BR44 it's a coal tender. And that's the difference between the two locomotives basically. Apart from obviously the running numbers, and it was numbers of 43, not a 44. So, genug Quatsch, und jetzt fangen wir an. Da sind 23 Functions auf diesem Chip. So, ein paar von diesen Functions gehen nur, wenn der Lok geht. Und wenn ich die sage, dann werden wir das tun später, wenn der Lok fährt. Bis jetzt, ich sagte dir allen, das kann man hören. Aber ich werde nicht den Lok anmachen sofort mit F1. Ich werde die anderen Functions tun erst, und dann gehen wir nach den Lok starter. So I'm just explaining there that there's 23
There's 24 functions on this locomotive, including the adjustment for sound at the end. I'm not going to fire the locomotive up straight away so you can hear the F1 sound. I'm going to do that after I've gone through all the other functions. Some of the functions only work when the locomotive is running along the track, so that'll become obvious. I'll tell you when I'm actually pressing them buttons once the locomotive starts. So to start off with, as usual, I'm just going to show the locomotive and then I'll hook it up to some wagons. So wie normal, ich zeige dir erst, was die Lok tun kann, und dann holen wir ein paar Wagens und dann fahren wir ab und ich zeige dir die Functions, das kann man nur arbeiten, wenn der Lok fährt. So, F0 ist Licht, das kann man sehen, wenn der Lok rumgeht. So F0 is lights. I could put them on, you'll see, but I'm not going to move the camera. I want to just take a side shot of this at the moment and show you some of the other light functions that are on this locomotive. So, fangen wir an. F1 ist Sound, das mache ich gleich, aber jetzt nicht. So, here we go. F1 is the sound to kick off with. So F2, kurzen. F2 is a short horn. F3, das ist aber prima, oder? Einen langen Tuten, das ist aber ganz cool. So, as you can hear, F3. I'm sure there are other manufacturers out there that do this sound as good as what Fleischmann do, but this Henning sound for me is fantastic. Mr. Henning, I salute you, sir. So, ich muss meine Licht jetzt rund machen ein bisschen, so Sie können F4 sehen. Moment. So I'm just going to turn my lights off so you can see F4, guys. F4. Guck mal. Kabinenlicht. Haben Sie das gesehen? Can you see that, guys? Cabin lights. The cabin lights actually work on this locomotive. Fantastic. So, Fleischmann. Gott sei Dank, Sie haben das richtig einmal gemacht. Die Licht gehen an und aus. Das haben Sie gemacht auf die 1444, aber das hat nicht außen angemacht. Da war kein Licht da rein. So, genug Quatsch. F5, pfeifen. So the F5 is the departure whistle. F6, mehr Licht auf den Lok hier auf die Seite. Die sind aber ganz cool. Kann man die Reben sehen. So F6, you can see it turns on the side panel lighting, which lights up the whole of the carriage underneath, which is great. I love it. So ich mache die Licht wieder an. I'm going to put the lights back on, guys. There we go, so we can see the locomotive. So, F7, das ist der Luftpumper. Right guys, F7, that's the air pump. Und F8, injector. So F8 is the injector, guys. F9 is ventil. So that's the valve, guys. F10 is Ölbrenner. F10 is the oil burner. F11 Umkupplung. Und Fleischmann haben F12, genau dieselbe, aber kuppeln, ankuppeln. So F12 ist Kupplung. So, die nächsten kann man nur hören, wenn der Lok läuft. So ich mache jetzt den Lok an. So you can only hear this F13 when the engine's running. So I'm going to just switch the engine on quickly and shut up. Für die Klappe halten jetzt. So, F13, jetzt könnt ihr das hören. Das ist ziemlich der Hammer.
Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt in Deutsch. So F13 is a cylinder cox. So we turn it off and turn the engine off. So F14 is mute, kann man nichts hören. So F14 is mute. F15. So F15 is locomotive ride. Das kann man noch, you can only hear that when the engine's actually running. So F15 kann man nur hören, wenn der Lok fährt. Das macht das Loch ein bisschen leiser. Er braucht nicht so viel arbeiten, because der Lok ist schon unterwegs. Ja? So das kann man nur hören, wenn der Lok fährt. So F16. That's a loudspeaker message announcements, guy. Obviously it's in German because it's German. So. F17. Die ist aber cool. Das kann man noch hören, nur wenn der Lok fährt. Aber das ist der Reifen-Screech auf die Räder, nicht Reifen. Auf die Räder, das bremst auf die Ecke, kann man einen Squeak hören, ja. So F17 is it's the locomotive whilst running. It's the curve squeal on and off on the curves, but you can only hear that when it's riding. But I'll explain that when we're shooting it around the track in a bit. I'll switch it on as we go around the first corner so you can hear it, guys. F18. So, das tut er, ist aber eine ganz lange offen tut er, ja, das ist wirklich cool. So F18 is a long whistle. I love these BR trains, the BR 43 and 44, they've got such a good whistle on the open line whistle. So, F19. Das ist Loch 5. Das ist auf die Strecke, das sagt auf dem Papier. So, 19 is the dynamo. 19, habe ich das richtig gesagt? Mal sehen. Ach nee, das ist Lichtmaschine, das tut mir leid, habe ich falsch gesagt. 19 ist Lichtmaschine. Auf Englisch ist Dynamo und Deutsch ist Lichtmaschine. So that's the dynamo, guys, at 19. Und 20. Einer Funkspruch. Right, guys, 20 is a radio message. 21. Noch einmal, das kann man nur hören, wenn der Lok fährt. Das geht 50% langsamer, wenn man 21 andrücke. Für Shunting, für gute Wagen holen und vorwärts und rückwärts immer gehen. Ja, das geht 50% langsamer. Und 22 ist Bremsen, weil wenn der Lok läuft. Noch einmal, das kann man nur hören, wenn der Lok fährt. Das sage ich dir, oder das mache ich an, wenn das Lok fährt gleich. So 22, guys, it's braking while running, so you'll get a screeching sound as the locomotive starts to pull up. It will screech with the brakes on. Und dann 23 ist Sound leiser und 24 ist Sound lauter machen. So again, 23 it makes the sound quieter on the loco, and 24 makes the sound louder. But I think it's perfect as it is now. So let's run this baby around the block. So, fangen wir an. F1. So, holen wir ein paar Wagen. Fahren wir rückwärts.
So I'm going to whip back, pick up some wagons. So, jetzt fangen wir an, vorwärts. Das ist aber cool. Hoffentlich können Sie die Licht sehen, macht die Licht an und aus. So, das ist aber cool, oder? Sound is cool, the sound is really nice on this Loco. So, jetzt können Sie F17 hören. Jetzt F21 hat den Lok langsamer gemacht hier. Das kann man nicht ganz richtig sehen, aber jetzt geht ein bisschen schneller in einem Moment. Habe ich abgemacht. Und jetzt der Bremse auch. Jetzt kann man F22, so that's F22, you just heard the brakes going and now you're going to hear the squeak on the corners. Jetzt ist es F17 noch einmal. Auf die Ecke, jetzt geht es ein bisschen schneller. Das ist aber ganz cool. That is fantastic, guys. The sound on this Loco is amazing. This will probably go out of focus a little bit. Ich glaube, das wird ein bisschen Fokus nicht so schön sein, aber das ist groß. Da kann man die Lichter auf die Seite sehen jetzt. Ab und an mal. Tablicht auch auf und ausmachen. Finde ich cool. Wirklich cool. Ja, das ist mal kann man hier oben machen. Moment. Wieder runterkommen. Just a camera over the top of the light. Jetzt bremst er. Tut mir leid, ich muss mal die Licht hier jetzt gehen. Moment, das kommt jetzt hier rein, da ist es doch noch einmal. So, guck mal, das ist cool, oder? Bremsen wir jetzt. Top to eyes, that's a really nice looking Loco, isn't it? So you can hear the braking as it slows down. Ja, was kann man sagen?
So. Right guys, and that's it. That is the BR44. So das ist meine neuen BR44. So, wenn Sie Fragen haben von diesem Lok, schreiben Sie unten. Ich will mir auch bedanken, ganz viele Leute haben schon diese Woche auch einen Thumbs up gegeben und subscribe anbieten, glaube ich, ist es in Deutsch. Ich kann nicht mehr Danke sagen, Sie haben so viele Leute hier die letzten paar Monate auf meinen Kanal gekommen. Ich muss meine Kamera noch einmal machen, Moment bitte. So I'm just going to put my camera down guys because it's starting to hurt my back, so I'm just going to move this back over again so we can see the Loco. So this is the BR43, the oil version, and it's a pretty impressive locomotive if I'm honest, and this is the perfect one. This is how all their locos should come from Fleischmann. I'm just going to show you the item number now because I didn't show you that before, but this is the item number. Here we go guys. So the number for these Lok is 714474. So the item number for this is 714474. So DCC sound, as you can see, and the new packaging as well, you can see right through the box. It used to be white in there, now you can see through to the instructions at the bottom, which is also cool. And just in case someone's wondering, that's a new addition to my set, this old goods wagon. I just got this from Fleischmann the other day. Here's the number for it, 831406. Diese meine neue Wagen, 831406, das ist dieser Wagen hier. Und das Tor geht auch offen, guck mal, kann man offen machen hier. It's cool. So that's another addition to my layout. I wanted some older wagons to run with my older locos. And before I log off here, I'll just show you some of the other wagons that I've got here, so you can see them, and then I'm going to close the video. So, abfahren mit der Lok jetzt, und Sie können ein paar von den anderen Wagen sehen, die Sie hier hinten haben, und dann mache ich Feierabend hier. So here we go guys. I just hold my camera up to give any shaking if there is any. Just turn the light off because it's too bright. So, hoffentlich ist das besser. Mache die große, kleine meine ich. So kann man die anderen Wagen sehen hier. Und der Lok hat nicht gehellt in diesem Mal, das ist unglaublich, ich habe meine Gleis sauber gemacht. So these are some of the older wagons that I've got, a couple of stake wagons, quite a few stake wagons actually with loads on the back, as you can see the last one is a wooden one. So, ich fahre das Lok noch einmal rund und dann halten wir und mache ich Feierabend auf der 25 Minuten. So I'm going to let it fire on again guys, and then I'm going to call the day on the video. Hope you enjoyed this short video. If you've got any questions about the Loco, just stick it underneath. Just want to say thanks to everyone who's subscribed again. I've got 11 subscribers this week, which is phenomenal. I usually get 5 or 6 a week, but that's fantastic. So I just want to thank you all, and I hope you all stay safe. And please hit that like and subscribe button. Let's try and get to 250 for Christmas. Das wird schön sein, wenn ich Abonnenten kriegen auf 350 für Weihnachten. Das wird schön sein. Dann mein zweites Jahr mit YouTube werde ich ganz cool. So, muss ich meine Kamera jetzt unten machen, warten für den Lok hier runterzukommen, dann anhalten wir. So, er kommt gleich. Jetzt kommt er. So. So, ich muss meine Kamera wieder unten machen.
können Sie Bremsen hören. Finde ich cool aus, ja. Okay, jetzt machen wir Feierabend. Ich möchte mich noch einmal bedanken und mein Video ist jetzt 25 Minuten lang, das ist genug, glaube ich. Und mein nächstes Video wäre ein paar Tage hoffentlich. Ich werde ein cooles Zug zeigen. So, bis dann. Alles bleibt gesund. So I'm going to show another video in another couple of days or so, depending on how I feel. And it'll be pretty cool. I've already got it, it's there at the back, you can't see it yet. But I'll show it as soon as I feel up to it, and I'm sure you'll all enjoy it. So thanks very much for watching. Again, give it a like, all the usual. Subscribe, share it with your friends, and I'll see you all in the next video. Cheers! See you guys.